Hey, Michael Kurze, der Rucksackunternehmer, und ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Ja, das Wave DX. Ich wollte es einfach mal testen. Es ist relativ günstig. Kannst ja gerne mal schauen, ob es schon lieferbar ist bei eBay und bei Amazon. Die Links packe ich dir in die Beschreibung. Vielleicht hat der ein oder andere das schon bei eBay im Angebot. Klick einfach auf den Link, so kannst du mich auch unterstützen. Der Karton ist mal wieder sehr schön. Auch wenn ich keine Kartons sammle, aber wenn der im Geschäft steht oder so, ja, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh, hochwertiger Karton, also auch hochwertiges Mikrofon. So, warum habe ich mir das gekauft? Weil ich mir natürlich auch dieses Set hier schon gekauft habe. Das Wave XLR und dieses wunderschöne Kabel. Dazu gibt es auch jeweils ja, eigenständige Auspackvideos. Gerne angucken. Unboxings. So, ja. Also, okay, packen wir das Ding mal aus. Schöner Karton. Und dann, ja, wenn wir jetzt einfach mal diesen Karton anschauen vom Kabel, ja, der einfach mal so ein bisschen Recycle-Optik hat. Ja. Aber okay. Vielleicht sammelst du die Kartons, schreib mal gerne in den Kommentaren, wenn du sagst, hey, ja, ich sammle die Kartons sowieso und stelle mir die hin und ja, das ist einfach toll, wenn die optisch gut aussehen. Wobei, die Vorderseite ist ja okay, die sieht gut aus, aber die Rückseite sieht schon cooler aus. Nochmal okay. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. So. So, ja, hochwertiger Karton, brauchen wir nicht drüber reden. Passt. Ja, alle möglichen Sprachen, ist auch okay. Und hier vorne eine kleine Anleitung, ja, wie wir da auch reinsprechen und. Also so, ja, 8 bis 12 Zentimeter und so weiter, ein bisschen seitlich und so. Aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Videos. So, hier ist unser Mikrofon. Okay, jetzt müssen wir das hier wieder rausbekommen. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Hallo? Okay, jetzt klemmst du. Okay, oh. Ach so, der Arm. Okay, so. Okay. Hier unten ist noch was drin. Noch eine Anleitung und so. Mal gucken, haben wir wieder Aufkleber drin? Nö, keine Aufkleber. Noch eine kleine Anleitung, nochmal mit ein paar Sachen. Packen wir weg. So, haben wir wieder eine Plastiktüte. Keine Ahnung, ob das eine antistatische Sache ist oder so. Das Wave XLR war ja auch so eingepackt. Und okay, also es ist schwer. Es ist schwer. Es fühlt sich hochwertig an. Ja, man sieht sofort jeden Fingerabdruck. Das hier ist komplett aus Metall. Ja, komplett aus Metall gefertigt. Okay, das ist kein Knopf, das ist einfach nur das Logo, aber es ist auch sehr schön angebracht. Anschluss, ein Anschluss nur. Der Arm, hatte ich auch nochmal eine Hülle. Hier Schraubgewinde. Ich habe mir auch diesen Arm bestellt, diesen Arm, diesen Low-Arm. Ne? Und viele haben geschwärmt, dass dieser, wenn ich den Arm jetzt hier nur so festhalte, okay, ja, okay, der bleibt wirklich in der Position. Jetzt am Anfang. Mal gucken, ob ich das in 3 Monaten noch sage, ob der dann halt auch in der Position bleibt oder das Mikrofon in der Position bleibt, ist noch eine Frage, obwohl man kann es ja dann auch höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen fester drehen. Aber es ist sehr schön, stufenlos einzustellen. Also wenn der so bleibt, der Arm, dann ist das Mikrofon echt cool soweit. Sehr hochwertig. Ne? Frage ist eigentlich, wenn ich das so mache, warum das Logo an der Seite ist und nicht oben. Das wäre jetzt so die einzigste, wobei vielleicht ist da die Schraube dahinter, die Konterschraube oder so, und dann haben sie es da halt einfach so gelöst oder so. Aber wenn ich natürlich das Mikrofon so habe, hätte ich so das Logo oben natürlich echt cool. Warum an der Seite? Okay. Aber okay, das wäre jetzt, ne, so wäre das ja viel cooler. So rum. Aber höchstwahrscheinlich hat das dann halt irgendeine Funktion mit der Schraube oder so. Okay, sehr hochwertig. Kabel, passt das jetzt hier rein? Wir haben unser Setup. Dann packen wir das jetzt hier mal rein. Okay, okay, sitzt perfekt. Raus, okay. Sehr stramm, aber okay. Das sollte ja auch so sein. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie dieses Setup hier funktioniert.
Mehr wirst du in den nächsten Videos erfahren. Gerne, wenn du das Ding kaufen möchtest, über meinen Amazon-Link. Oder dann halt bei eBay vielleicht auch mal Gebrauch gucken für das Mikrofon. Und ich habe ja schon mehrere Mikrofone getestet. Jetzt gerade habe ich ja ein Ansteckmikrofon von Rode. Und ich habe auch das Rode Podcaster getestet und. Rode Podcaster fand ich jetzt nicht so gut. Auch wenn es sehr einfach war, aber es war noch ein bisschen schwerer vom Gefühl her. Und vielleicht noch ein bisschen länger, dafür ein ganz klein bisschen dünner. Wobei, weiß ich jetzt nicht. Wir können mal das nebeneinander halten. Mache ich mal ein Video, weil ich habe das Rode Podcaster noch. Weil das war einfach so, ja, ich habe das nagelneu gekauft und gebraucht sind die Dinge einfach ja, so günstig. Die werden einfach hinterhergeschmissen, gebraucht. Also wenn du dir auch das Rode Podcaster kaufen möchtest, nutze einfach meinen eBay-Link und schau das einfach mal an, weil ja, gebrauchte Mikrofone sind echt günstig, finde ich. Da sind andere Zubehörteile immer viel, viel teurer. Kameras oder so. Oder auch jetzt hier so Elgato Camlink. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, ja, gerne abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar. Ich bin raus. Ciao.